Geht Waldbecken, haben sie gesagt. Fahrt nach Dänemark, haben sie gesagt. Im Sommer haben sie gesagt. Das ist geil, haben sie gesagt. Wer auch immer sich das da überlegt hat für die Route. Das ist ein Weg. Sandloch, Sandloch, Wurzel, Pferdescheiße, 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 Sandloch, Sandloch, Wurzel, Pferdescheiße, 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 Pferdescheiße. Moinsen. Wir sind seit ungefähr 2 Stunden wach. Jana ist gerade zum Klo gegangen, das ist so ein paar hundert Meter von hier. Aber eigentlich wollen wir abbauen, aber sie meinte, sie hält es nicht mehr aus. Ihr seht da den Bunker. Zum Glück haben wir da gepennt, weil es hat heute Nacht geregnet, relativ doll. So ein bisschen was tropft da auch noch runter. Das Zelt ist zum Glück trocken geblieben. Aber es ist alles jetzt ein bisschen schwierig, weil das hier, das ist Sand und einpacken damit ist irgendwie nicht ganz so easy. Aber ich nehme euch mal mit. Der Blick ist halt trotzdem halt mega geil. Und zwar gehen wir jetzt mal so ein paar Meter zum Strand. Also genau, es ist jetzt irgendwie so kurz vor 8 oder so. Und das hier ist mal wieder mega schön. Dann geht da hinten die Sonne so ein bisschen auf. Ja, und da hinten ist unser Shelter von Nacht gewesen. Ja, und zumindest da ist so ein bisschen blauer Himmel zu sehen. Müssen wir schauen, ob das wirklich kommt. Vorhersage ist so ein bisschen durchwachsen für heute. Es wird so ein On and Off. Auch gestern Abend noch eine neue Erfahrung gemacht. Ich wusste bisher nicht, dass man sich am Strand Zecken einfangen kann. Als ich aus dem Wasser kam, hatte ich und dann zurück zum Zelt gegangen bin ich halt nur durch den Sand gelatscht, hatte aber danach 2 Zecken. Also man weiß es nicht so genau, wo die jetzt herkamen. Ja, jetzt heißt es auf Jana warten. Unsere ersten Kilometer an diesem Tag führten uns zur Tiburon-Fähre. Von dort aus fuhren wir mit einer wirklich kurzen Fährfahrt rüber auf die andere Seite nach Aga, um weiter in den Norden zu kommen. Ja, cool. Dann haben wir es locker geschafft jetzt. Wir müssen nur schnell Tickets kriegen. Mittlerweile sind wir auf der Fähre angekommen, die uns jetzt über den, ich glaube, es ist der Limfjord, das ist mir so eigentlich glaube. Das gucke ich später nach, weil da will ich nichts Falsches sagen. Jana hat gerade was Schönes gesagt, und zwar, erzähle. Ich habe gesagt, es ist eigentlich ganz schön, dass wir nicht nur Sonnenschein haben, weil wir so wirklich die verschiedenen Wetterbedingungen hier erleben auf dem Rad unterwegs. Es ist zwar manchmal nervig, wenn es regnet oder so natürlich, da möchte man auch keinen Regen, aber es ist schön, weil nur Sonne kann ja auch irgendwie jeder und ist ja irgendwie auch dann langweilig. Halt die Frage, wann wieder was kommt, wo man so unter Dach sitzen kann. Ja, das ist heute. Außer du sagst jetzt, dann fahren wir hier rüber. Da muss ja nicht mehr rein. Okay. Dann kann ich auch schief gehen jetzt, ne? Dann stehen wir irgendwo im Regen, haben immer noch nichts gegessen. Fleisch. Ja.
ein bisschen klein da drüben, ne? Oder reicht uns das? Bevor wir komplett durch sind. Ja. Vor allem hier, die Räder ist ja egal, wenn die nicht reinpassen. So, 7 Kilometer später nach der Fähre und das Ganze sieht wieder so aus. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Wir stehen hier in einer Bushaltestelle und es ist ein bisschen nass draußen wieder. So, nass. Und Jani hat hier gerade ihre Lieblingsbeschäftigung angefangen. Es gibt endlich Frühstück. Genau, es gibt endlich Frühstück und wir nutzen jetzt die Stunde oder so, die wir haben, weil es soll doch mal gewittern. Also hängen wir jetzt eine Stunde in der Bushaltestelle rum, wie die Kids früher, in den 80er Jahren. Ich weiß nicht, ob von euch das noch welche kennen, die 80er, also die 1980er. Und da hängen wir in der Bushaltestelle rum. Tut aber auch nichts zur Sache. Wir hängen jetzt hier rum und frühstücken. Lecker. Oder auch Trockenfleck oder das Zeug. So. So, der Regen ausgesessen, die Sonne ist zurück, so ein bisschen zumindest, und wir fahren mal weiter. Ich habe meine Banane verloren. Banane ist gerettet. Direkt, wenn du rechts nach links guckst hier. Rechts nach links gucken. Da, Was? gerade durch. Wenn du direkt zur Seite guckst. Guckt uns gerade an. So, was Jana mir mit dieser kryptischen Nachricht sagen wollte, ist, dass da irgendwo in weiter Ferne, irgendwo in der Wildnis ein Reh stand. Ich habe es aber nicht gesehen. Wer auch immer sich das da überlegt hat für die Route. Das ist ein Weg. Sandloch, Sandloch, Wurzel, Pferdescheiße, 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 Sandloch, Sandloch, Wurzel, Pferdescheiße, 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 Pferdescheiße. Radweg? I don't think so. Das sieht wieder besser aus. Ja, ich halte mit der Nonny halt mal raus.
meine, das war ja auch ein schöner Weg eigentlich. Ja, zu Fuß vielleicht. Ja, oder ohne bepacktes Rad. Schon schräg, wenn es links so düster ist und rechts besser aussieht und wir so mittendrin geradeaus fahren. Weiter geht die Matschpartie. Und wir so mittendrin geradeaus fahren. Was auch immer da in meinem Kopf los war. Jetzt keine Ahnung mehr. Manchmal sollte man vielleicht einfach unterwegs nicht reden, wenn man eigentlich nichts zu sagen hat. Ja, wie ist es? Durchwachsen heute. Genauso wie das Wetter. Ja, nicht viel zuzufügen. Heute ist ein bisschen anstrengender wieder. Scheint immer so im Wechsel zu sein. Ein Tag geil, ein Tag schwierig. Aber so ist es. Aber schaut mal. Gefühlt hört das nie auf. Und urplötzlich ist alles neblig. Gut, dass du Sonnencreme benutzt hast. Gerade eben. Richtig gut. Naja. Aber guckt euch diesen Ausblick an. Mega. So, wir stehen vor einem klitzekleinen Hindernis. Und über unseren Köpfen sind so Fragezeichen. Durchfahren oder links den Weg nehmen und schieben. Überhaupt keine Ahnung, wie tief das Ganze sein mag. Es ist aber auch einfach sehr lang. Ja, und egal wie tief es ist, wir haben hinterher nasse Füße. Die Abenteurer werden sagen, fahr durch. Und wir sagen, ne, kein Bock, wir schieben drumherum. Wenn es ein bisschen wärmer wäre oder sonnig, dann vielleicht, aber so nicht. Nee, so nicht. So nicht.
Wind, Rückenwind, Nebel. Was gibt's noch? Sturmflut. Geht Bikepacken, haben sie gesagt. Fahrt nach Dänemark, haben sie gesagt. Im Sommer haben sie gesagt. Das ist geil, haben sie gesagt. Ja, es ist geil, aber wo ist der Sommer? Also mal ernsthaft. Wir haben bisher, glaube ich, alle Facetten des Wetters in Dänemark gesehen, die es so gibt, außer Hagel und Schnee. Und das ist zum Glück nicht so wahrscheinlich gerade. Aber sonst, wir haben gerade bei der Pause beschlossen, dass wir heute in Klittmöller vermutlich enden werden, die Route. Wir sind bald ziemlich platt. Unser Whoop hat gesagt, wir sind quasi halb tot. Wir sollen uns Ruhe gönnen. Und wir gucken mal, ob wir auf dem Campingplatz was kriegen, was uns ein bisschen Ruhe gibt. Drückt uns mal die Daumen. Ahoi. Wir sind angekommen und glücklicherweise haben wir das, was wir vorhatten zu bekommen, auch noch bekommen. Nämlich einen kleinen Campingspot. Sie vor Ort nennen das Glamping. Ich zeige euch das gleich mal. Aber erstmal, Jana kocht gerade. Das ist noch nicht so ganz das, was man unter Glamping versteht. Nicht wahr? Doch, von dem, was unser Abendessen gekostet hat, heute schon. Darüber reden wir jetzt nicht. So, Glamping. Ich zeige euch mal ganz kurz, was wir hier so haben. Also, wir sind in einem dieser, ihr seht ja diese Zelte da hinten. Sowas. Und in sowas sind wir auch. So, ich nehme euch mal mit auf eine kleine Tour. Hier ist eine kleine Nacktschnecke. Die gehört aber nicht zur Glamping-Ausstattung, die ist einfach da. So, wie ihr seht, wir sind in Klittmöller. Klittmöller, auch Koh Tawai. Also sagt man hier Aloha. So. Ich könnte es jetzt so machen, wie andere YouTuber das tun. Die halt natürlich nichts verteilen und alles schön aufhübschen, bevor sie was fotografieren und filmen. Das sind nicht wir. Wir haben schon so ein bisschen Chaos angerichtet, also zeige ich euch unser Chaos mit dem Ding. Also erstmal, das hier ist das Zelt und Jana. So, das ganze Ding hat 24 Quadratmeter und das ist ungefähr, ja, es ist interessant. Jedenfalls, hier draußen trocknen wir gerade Kram. Weil ja über die letzten Tage alles ein bisschen nass geworden ist, ne? Nass und eklig und die Sonne hilft ein bisschen. Mhm. Wie findest du das Ganze hier? Sehr, sehr schön. Es fühlt sich plötzlich gar nicht mehr so nach Sheltern an, aber es ist ja auch kein Shelter heute. Aber es tut richtig gut. Mal duschen, die Sachen irgendwie zu trocknen ordentlich, in einem Bett zu schlafen, ohne Matratze. Ja, und jetzt freue ich mich aber erstmal aufs Essen. Ja, wie gesagt, wir hatten vorhin schon gedacht, der Gedanke ist, einfach mal auszuschlafen und das dürfte ganz gut tun.
Aber wir machen jetzt eine kleine Tour. Ich gehe jetzt mal mit euch da rein. So, und zwar der Hauptort, um den es wahrscheinlich heute hier gehen wird, ist dieses Bett, wo wir hoffentlich gut schlafen werden. Hier hängen so ein paar Klamotten. Das Licht hier ist super schön gemacht mit den Lichterketten und so. Das ist richtig, richtig cool. Da gibt es hier noch eine Sitzgelegenheit. Decken für draußen. Eine Heizung. Unser Chaos. Davon reden wir jetzt mal nicht. Hier so ein bisschen Kram. Wir haben ein bisschen eingekauft. Da laden unsere Powerbanks und GoPro-Akkus und sowas. Hier liegt so ein Garmin rum. Und dann gibt es hier noch die Minibar mit Bier, Bier, Sekt und Champagner und sonstigen Krams. Brauchen wir aber nicht. Also A, trinken wir keinen Alkohol und das ist das Ganze auch so ein bisschen so nicht unser Ding. Aber ja, man kann sagen, wir lassen uns das hier gut gehen. Ein bisschen Luxus und so. Aber wir haben gesagt, wir haben jetzt quasi noch an keinem Tag Geld ausgegeben für irgendeine Übernachtung. Und das Ganze ist ja auch Urlaub und von daher ist das schon mal okay. Ist da schon mal drin. So, das war's. Jana hat glaube ich, nicht viel zu erzählen. Dazu was zu erzählen. Komm, hier, erzähl mal. Ich habe Hunger. Okay, Jana hat. Ich habe Hunger, aber wir haben ganz, ganz viel zu futtern gleich. Also werden wir uns die Mägen schön vollschlagen. Gut. Damit wir auch gut schlafen können. Morgen Genau. fit auf die Räder können. Genau, morgen geht's dann weiter. Und zwar haben wir dann, ich glaube, 12 Kilometer mehr als heute gedacht waren. Also, nein, wir haben on top, weil wir haben heute ein bisschen kürzer gemacht, um mal diesen Spot hier zu kriegen. Nachdem wir heute aber wirklich den ganzen Tag Regen hatten und danach irgendwie Nebel aufkam und es war einfach ungemütlich. Schön, aber ungemütlich. Dachten wir uns, das ist nicht so ganz so geil. Machen wir mal was anderes. Und angeblich hat es die nächsten Tage dann nur Sonne. Schauen wir mal. So, jetzt essen und dann schlafen. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich morgen.